Gut, ich komme jetzt kurz so zu den ganz wenigen notwendigen Voraussetzungen, damit wir in diese Übung gehen können. Also bei der Übung arbeiten wir jetzt mit Repräsentanten. Repräsentanten zu werden heißt, Teilnehmer der langweiligsten Stehparty aller Zeiten zu sein. Stehparty heißt, vom Repräsentanten wird nicht mehr verlangt, als dass sie oder er an irgendeiner Stelle steht und im Wesentlichen steht man nur da und lässt die Hände hängen. Also es kann schon sein, dass jemand mal an irgendeiner Weise das unbequem findet und sich so ein bisschen einstützt und so weiter, aber es gibt sozusagen jetzt nicht die Aufforderung, irgendeine Haltung einzunehmen, sondern man steht im Wesentlichen einfach so da. Und nachdem, wenn jetzt eine Gruppe von erwachsenen Personen einfach so schweigend im Raum steht, in irgendwelchen Winkeln und noch nicht mal ein Sektglas in der Hand hat, kann man sagen, also unter dem Aspekt von sozialem Ereignis ist es wirklich auf den ersten Blick relativ langweilig. Merkwürdigerweise sitzen dann meistens Außenleuten, die fasziniert zugucken und ab und zu sagen, erstaunlich. Ja? Und wenn jetzt ein unbeteiligter Beobachter hereinkommt, haben wir öfters diesen Effekt gehabt, wenn wir zum Beispiel in Kliniken gestellt haben, dann waren wir manchmal im Wartezimmer. Und dann kamen manchmal Leute herein, sahen da so ein paar schweigende Leute irgendwie so im Raum stehen. Und im Allgemeinen machten sie dann die Tür nach kurzem Gucken wieder zu und sagten, ach so. Ja, was zeigt, dass im Deutschen ach so auch Ausdruck des absoluten Nichtverstehens ist und keineswegs des Verstehens. Und es heißt aber auch, es ist wirklich nichts, was man da besonders spielen muss. Nicht? Also da ist nicht irgendeine schauspielerische Fähigkeit. Im Gegenteil, ich habe ab und zu in Gruppen gearbeitet, wo alle Teilnehmer eine Schauspielausbildung hatten. Zum Beispiel in Filmhochschulen kommt das vor. Und da war es ungefähr ein Tag Arbeit, damit die aufhörten, es so besonders gut machen zu wollen. Weil die versuchten dann eben ihr volles schauspielerisches Können so hereinzubringen in die Rolle. Und ich arbeitete den ganzen Tag, das wieder loszuwerden, weil es eben zwar sehr gut gemeint, aber gerade für mich nicht so nützlich war. Also darstellen heißt einfach, man steht da und gibt auf Frage Auskünfte, ob man mehr auf dem linken oder dem rechten Bein steht, ob es im Moment angenehm oder unangenehm ist, ob man gerne einen Schritt zurückgehen oder einen Schritt nach vorne gehen möchte. Also ganz einfache Unterschiede in der Körperwahrnehmung. Zu diesen Unterschieden können dazu kommen emotionale Befindlichkeiten, aber das ist nicht erforderlich. Also es kann schon sein, dass jemand sagt, ich fühle mich jetzt heiterer oder ich fühle mich jetzt irgendwie so als in mich zurückgezogen. Also solche Assoziationen können auftauchen, aber also im Prinzip Körperwahrnehmungsunterschiede, eventuell emotionale Unterschiede, eventuell auch kognitive Unterschiede in dem Sinn, dass jemand sagt, mir kommt der und der Gedanke, aber wir betonen bei dieser Arbeit am meisten die Unterschiede in der Körperwahrnehmung, weil die Unterschiede in der Körperwahrnehmung, man könnte sagen, am wenigsten vorurteilsanfällig sind. Wenn ich eine Meinung, wenn ich Inhalte habe, kann ich sehr leicht ein Vorurteil haben. Wenn ich die Inhalte nicht habe, dann schaffe ich eine Vorurteilsfreiheit, ohne Abt eines Zen-Klosters zu sein. Also sonst, wenn man so sagt, der systemisch Arbeitende sollte in allparteilicher, ständiger Gewahrheit sämtlicher möglicher Kontextualisierung unter Absehung von allen möglichen Vorurteilungen und Meinungen etc. handeln, klingt es wie die Stellenbeschreibung für einen Abt. Und also im besten Fall. Und man könnte aber sagen, es gibt einen koscheren Weg zur Vorurteilsfreiheit, nämlich wenn man nicht weiß, worüber man eins haben könnte. Und das ist bei verdeckter Arbeit gegeben. Und eine andere Form des Zugangs zu einer Verminderung der Tendenz von Vorurteilen ist, dass man unterschiedsbasiert fragt. Darum fragen wir eben nicht, wie fühlst du dich oder wie geht es Ihnen, sondern was hat sich für dich oder was hat sich für Sie geändert seit. Das heißt, wir fragen in Unterschieden, nicht in absoluten Werten. Wir fragen vorwiegend, betonen die Körperwahrnehmung und Körperempfindungen. Und wir haben die Möglichkeit, verdeckt zu arbeiten, das heißt nur mit A, B, C, D, E, F, G zu arbeiten. Also das ist die Voraussetzung. Dann, selbstverständlich, ist Wahl als Repräsentant freiwillig und es ist eine Dienstleistung. Wenn man das nicht als Dienstleistung macht, stellen Sie sich vor, dass man sagt, und dann hatten wir jemanden, durch den hatte schon mal die Firma fast bankrott gemacht. Wen könnten wir denn dafür wählen? Nicht? Es wäre keine so angenehme Situation. Nicht? Also wer schaut am ehesten so aus, als ob er eine Firma ruinieren würde, ist kein respektvoller Umgang mit anderen Menschen. Nicht? Oder damals hatte die Firma so enge Beziehungen zu den Nazis. Man könnte nicht, also keine angenehme Situation. Ja? Also darum meine ich, die Wahl von Repräsentanten ist nicht eine Sache wie eine Personenbeurteilung oder ein projektiver Test, sondern ist eine Bitte um eine Dienstleistung. Und wenn das klar ist, dann kann auch eine schwierige Rolle mit einer Wertschätzung gegeben werden. Dann bittet man sozusagen, wärst du bereit, mir diese schwierige Aufgabe zu erfüllen oder diesen Dienst zu erweisen? Und das ist völlig in Ordnung. Ein Schauspieler, der jetzt irgendwie für einen Mörder eine Rolle spielt, fühlt sich davon ja auch geehrt und nicht entehrt. Nicht? Also, und dann ist es so, dass also alles, was die Repräsentanten mitzuteilen haben, ist Unterschiede.
Und die können Sizilianisch und Finnisch sein. Das heißt, wenn man stärkere Unterschiede hat, ist man nicht verpflichtet, die runterzudämpfen. Und wenn man schwächere Unterschiede ist, ist man nicht verpflichtet, die laut zu machen, sondern Unterschiede sind Unterschiede. Beim Dialog ist es so, natürlich können wir alle einen inneren Dialog führen. Aber trotzdem würde man nicht sagen, mit dem Freund kann ich jetzt ja einen inneren Dialog führen, ich brauche ihn nie mehr zu sehen. Ja, also das heißt, wir alle wissen, dass ein Dialog eine kostbare Situation ist und dass es in einem gewissen Maße möglich ist, auch innerlich einen Dialog zu haben und dass gewisse Teile aus dem äußeren Dialog manchmal in einem inneren Dialog möglich sind. Und manchmal, wenn man Menschen gar nicht mehr sprechen kann, weil sie nicht mehr leben oder weil man sie nie kennengelernt hat, also zum Beispiel, wenn ich mich mit irgendeinem Denker, Wissenschaftler oder Philosophen befasse, dann mit Wittgenstein kann ich ja nun naheliegenderweise keinen direkten Dialog mehr führen. Aber dadurch, dass ich mich jetzt jahrzehntelang mit ihm befasse, gehe ich natürlich bei manchen Sachen in einen inneren Dialog und überlege mir, wie er das gesehen oder er das betrachtet hätte. Und in einer ähnlichen Weise kann man mit einer Strukturaufstellung auch innerlich arbeiten. Trotzdem ist die primäre Form, wie man es kennenlernt, zunächst mal außen. Wenn man es jetzt öfters außen gemacht hat, stehen einem alle möglichen Fähigkeiten daraus auch innerlich zur Verfügung. Trotzdem ist es innerlich etwas weniger, genauso wie der innere Dialog nicht ganz das gleiche ist wie ein voller Dialog. Also der primäre Sprecher einer Sprache sonst, würde man sagen, ich spreche zum Beispiel Englisch. Aber wir würden sagen, man kann nicht gut sagen, ich spreche transverbal, sondern ich kann eintreten in die transverbale Sprache, so wie ich in einen Dialog eintreten kann. Ich kann Teil eines Dialogs werden, aber ich kann nicht alleine einen Dialog führen. Also jetzt, manche Menschen verhalten sich zwar so und Lehrsituationen wie die jetzige sind ja auch ein bisschen so. Das Dialogische besteht darin, dass ich rumschaue und feststelle, ob hoffentlich niemand ohnmächtig wird und aus den Augen vielleicht noch zu erkennen ist oder aus den Körperhaltungen, dass sie dabei sind. Ja? Aber in der Aufstellung selber gehen wir jetzt natürlich etwas dialogischer vor. So, also was wir machen, ist jetzt eine Arbeit mit transverbaler Sprache. Und Strukturaufstellungen sind sozusagen der Dialekt der transverbalen Sprache, den ich halt am besten kenne. Und darum verwende ich die. Das heißt aber nicht, dass es nicht andere Formen gäbe davon, aber ich verwende jetzt halt die, die ich am besten kenne.